Pfuscher. Ich sag's dir. Guck dir das an. So, herzlich willkommen in unserer Mikroküche. Wir sind jetzt gerade mal dabei und versuchen die abgebauten Schranktüren und Klappen mal vorzureinigen. Da kommt schon einiges runter. Und dann im Anschluss, also sprich vorher noch hier die ganzen Scharniere und so weiter abzubauen und dann aber auch mit diesen witzigen Rouladennadeln die Löcher von der Anschraubung irgendwie noch sichtbar zu machen, damit wir das dann später grundieren und lackieren können. Also erstmal anschleifen, sprich reinigen, anschleifen, grundieren, lackieren. So wäre mal der Plan. Da ab morgen das Wetter eigentlich ganz gut sein soll, mit so um die 20 Grad, 15 bis 20 und Sonne und vor allem trocken, wird das wahrscheinlich ein ganz guter Punkt sein, damit dann der Lack auch entsprechend trocknen kann. Aber jetzt heißt es erstmal wirklich Fleißarbeit. Ja. Ja, und ich weiß nicht, wie viele Generationen Schmutz auf diesen Türen sind. Ekelhaft. Echt, Leute. Das ist Wahnsinn, ja. Aber eine Schwierigkeit stellt sich immer wieder dann, wenn man halt so ein Ding mal auseinanderbaut. Da sind nämlich so witzige Scharniere dran hier. Also, was heißt Scharniere? Ich meine diese Öffner hier. Ne? Die haben ihre besten Zeiten einfach hinter sich. Ja. Problem ist, greif mal hinter dich, wenn man also normalerweise sind ja die so klein, ja. Also hier haben wir 45 mm Innendurchmesser und finde mal dafür neue Griffe. Das kannst du ja schier vergessen. Wir sind jetzt gerade schon am Überlegen, ob wir es nicht so machen, dass wir das entsprechend hier, wenn hier so Schraubdinger sind, keine Ahnung, mit verspachteln sozusagen, mit Holzkit vor dem Lackieren, dass man es dann nachher nicht sieht und hier einfach nur eine Griffmulde reinmachen, wie so ein Muschelgriff. Und dann auf der Innenseite so diese Zugschnapper mit Rollen montieren, damit das dann hebt. Ja. Eine andere Lösung fällt uns da im Moment nicht für ein, weil ich finde einfach keine mit einem Innendurchmesser von 45 mm. Also, falls euch da noch eine Idee kommt oder ihr wisst, wo man sowas herkriegen könnte, in hübsch, dann bitte ab in die Kommentare damit. Ja. Es geht vorwärts mit unseren wunderbaren Schränkchen hier. Wir haben schon das 3. Mal Wasserwechsel mittlerweile durch und ihr habt einmal das Auskippen gesehen. Das ist schon witzig. Ja, was ich aber euch deswegen eigentlich zeigen wollte ist, ich habe hier gerade mal nach diesen Scharnieren hier gesucht, wo wir die eventuell auch ersatztechnisch oder sowas herkriegen können. Und habe dann mal eine KI gefragt und die sagt, es handelt sich um ein antikes Möbelscharnier, Zierband, das oft bei älteren Schränken im Landhausstil oder bei Eichenmöbeln verwendet wurde. Typisch sind die asymmetrischen Flügel und die dunkle brünierte Oberfläche, meist Messing brüniert oder eisenantik. Naja, vielleicht ist auch einfach wir mit unseren 37 Jahre alten Wohnmobil mittlerweile schon ein antikes Wohnmobil. Wer weiß. Ja. Na gut, also wir kämpfen uns hier weiter durch Ja. und sind aber so langsam auf der Zielgeraden, was das Putzen angeht. Dann muss ich nochmal zum Baumarkt, weil wir den Holzkit vergessen haben. Ja. Weil es gibt doch einige Ecken, die mal ein bisschen auszubessern sind, bevor da eine Grundierung drauf kommt. Ja. Okay. Gut, also weiter geht's. Ich habe euch jetzt hier in der Hand, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt bei dem Schleifkram, denn die Sarah ist immer noch dicke am Reparieren. Ich halte euch da mal hin. So, und wir haben aber noch was anderes zu tun. Und zwar sind leider nicht alle Türen ganz heile. Und hier zum Beispiel ist eine, wenn du da guckt, da geht Rahmen und Innenblatt schon auseinander. Das werde man jetzt mit Holzleim erstmal fixen und dann, wenn das fertig ist, dann kann man das auch abschleifen und dann kann das auch entsprechend weiter vorbereitet werden. Also, los geht's. Einen wunderschönen guten Morgen.
der nächste Tag des Ausbaus ist gestartet. Gestern haben wir es geschafft, zumindest alle Teile abzuschleifen. Also was wir, Sarah hat es geschafft, alle Teile abzuschleifen. Ja. Und wir haben eigentlich ganz viele Anbauteile weggeschmissen. Alles alt, verlebbert, verrostet. Ja. Ja, dementsprechend jetzt weiter geht's mit dem Holzspachtel sozusagen, um irgendwelche Löcher, irgendwelche Sachen da wegzubringen, bevor wir es lackieren. Und ja, damit, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Jo. Ich erkläre euch gleich mal noch, wie es weitergeht, weil wir haben nicht viel Zeit. Der Spachtel trocknet sonst Ja. aus. Verarbeitungszeit 20, 25 Minuten. Und Sarah hat das fantastisch drauf. Anscheinend. Oh ja, also bin nach wie vor begeistert. So, schon hocken wir auf dem Balkonboden. Da ist die Grundierung vorbereitet. Und ja, wir nutzen erstmal Universalgrundierung für die Schränkchen und gehen dann erst mit der Lackschicht drauf. Damit gleicht man noch mal ein bisschen Unebenheiten auf und hat eine bessere Deckmöglichkeit. Hier jetzt haben wir die Rolle reingelegt. Die ist erste Mal für die gröberen Untergründe und die saugt sich jetzt schon ein bisschen mit dem Lack voll. Das ist immer ganz clever, das schon mal zu machen, dass das schon mal ein bisschen aufgesaugt ist. Gut, und wenn das soweit ist, dann können wir hier oben sozusagen mit dem ersten Stückle anfangen. Ja, und dann brauchst du halt dazwischen immer wieder irgendwie Zeiten, wo das dann mal trocknet. Auch die Trockenzeit von dem Flüssigholz ist deutlich länger als gedacht. Ja. Auf der Packung stand drauf, nach 3 Stunden verarbeitbar. Nee, 3 Stunden sind um. Ist noch nicht wirklich verarbeitbar. Zum Teil ja, aber zum Teil eben auch nicht. Ja. Und wenn man so im Netz liest, dann geht man eher von 6 Stunden aus. Und ich glaube, das könnte auch eher richtig sein. Wahrscheinlich. Ja, bis es richtig ausgehärtet ist. Ja. Gut, aber uns betrifft es meist die Innenseiten, wo wir irgendwie was gemacht haben, weniger die Außenseiten. Jetzt fangen wir mal mit den Innenseiten erstmal an zu grundieren und so nach und nach dann weiterzumachen. Optimale Bedingungen heute eigentlich. Wir haben ein bisschen Sonne, so um die 20, 21 Grad, perfekte Temperatur zum Verarbeiten von Lacken und dazu aber leider ein bisschen windig. Vielleicht haben wir auch Glück, dass der jetzt schon vorbei ist. Der sollte zum Abend nämlich weniger werden. Ja. Ja, und damit, dass wir jetzt im Moment noch Anfang April haben, ist der Vorteil, dass noch nicht so viel Flugzeug unterwegs ist und wir hoffen, dass nicht so viel drin landet. Wir haben halt keine Möglichkeit. Wir müssen es halt hier daheim auf dem Balkon machen oder am WOMO am Stellplatz. Ja. Ja, also entsprechend wünscht uns Glück. Ja. Wir zeigen euch das Ergebnis nachher. Vor der Zielgeraden. Es sind alle Teile, alle Türen, ich muss ja noch erzählen, wie viel es eigentlich sind, grundiert. Und jetzt macht die Sarah hier gerade noch die andere Seite, die ist immer ein bisschen trickier, weil halt dieser Rahmen natürlich sich nicht so einfach überstreichen lässt. Und irgendwelche Nasen oder sowas will man in der Grundierung ja auch nicht haben. Also ist die Kunst jetzt da nicht so viel zu verwenden, dass man da drinnen so eine richtige Rinne hat, in der der Lack lang läuft. Sondern wir machen das üblicherweise so, dass wir das, was da zu viel am Pinsel erstmal ist, nachdem man die Farbe dran hat, auf der Innenseite hier auftragen. Und dann, wenn sozusagen nur noch die normale Farbe am Pinsel ist, dann kann man hier herrlich auch den Rest machen. Es muss auch nicht zwingend decken. Ihr habt das gesehen auf den Aufnahmen vorher. Das geht nur darum, dass wir einen Haftgrund haben und dass das ja schon mal so ein bisschen das Material gesättigt ist. Ja. Von daher lassen wir uns mal morgen überraschen, wie das dann aussieht, wenn das Wetter passt. Hoffen wir, aber es soll morgen eigentlich gut werden. Wie das dann ausschaut, ob wir dann den finalen Anstrich entsprechend anbringen können, das wäre nämlich super. Dann wäre nämlich das Osterwochenende auch gerettet. Wettertechnisch sieht es heute eigentlich auch nicht schlecht aus, war mehr bewölkt und der Wind hat mittlerweile auch nachgelassen. Aber für diese Stunde ist jetzt auch nochmal Regen angesagt. Also hoffen wir, dass wir hier nicht betroffen sein werden. Sonst müssen wir halt alles ein Stück weit näher ranbringen und dann halt hier weiter irgendwie wuscheln.
Viel mehr Platz haben wir nicht. Also von daher ist nicht nur die Herausforderung der Restauration, sondern auch mit dem wenigen Platz, den wir haben, da noch irgendwas zusammenzubringen und irgendwie sich auszubreiten. Jetzt gucke ich mal, wie viele Teile eigentlich wir heute grundiert haben. Mit diesen beiden Türen 18 einzelne Teile. So. Und wir haben heute hervorragend Glück gehabt, denn wir haben heute auch schon passende Griffe gefunden für die großen Aussparungen, weil bei den Klappen haben wir ja nicht so kleine Öffnungen hier für die Pushlock-Schlösser, so wie bei den Türen, sondern wir haben da dummerweise, ich stehe im Weg, glaube ich, wir haben da dummerweise so große Aussparungen mit 45 mm Durchmesser. Da was Richtiges zu finden, ist gar nicht so einfach. Aber wir sind bei Wirt glücklich geworden. Ja. Also wir hoffen, die Dinger passen. Ja. Wir haben die jetzt mal bestellt. Und die sollten aber vom Bohrdurchmesser genau diese 45 mm haben, sodass das passt. Dann müssen wir uns nur mal überlegen, wie wir das einkleben. Und da kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr da eine Idee habt, wie wir das sinnvoll machen können, dann dürft ihr das in die Kommentare pinseln. Ja, macht sie doch rühren, ne? Oder? Ja, es ist wichtig, dass man wirklich ein paar Minuten den Lack erstmal durchrührt, dass alles, was sich da an Farbpigmenten abgesetzt hat, schön durchmischt ist. Aber das sieht ganz gut aus, der Lack scheint recht frisch zu sein, ne? Und wir haben uns für welche Farbe entschieden? Cremeweiß. Mit der RAL Nummer 9001. Also. Lassen wir uns mal überraschen, wie das nachher wirkt. Aber ich glaube, insgesamt echt gut, denn wir wollen einen möglichst warmen Farbton in unserem Wohnmobil haben. Ja, also jetzt geht es erstmal los. Ne? Hier hat es sozusagen jetzt die fertig durchgetrockneten, vorbereiteten Schrankteile. Und damit können wir jetzt dann starten. Oder? Ja, so der Plan. Ich bin so gespannt. Ich auch. Aber wir haben heute Nacht ein bisschen wenig geschlafen. Wir waren heute Vormittag schon unterwegs. Ja. Das heißt müde. Ja. Wir machen jetzt einen Schichtdienst. Ja. Sarah fängt an mit Lackieren. Ja. Ich mache ein bisschen Bubo auf der Couch. Und dann wechseln wir. Und dann darf die Sarah sich entscheiden, ob sie auch ein bisschen oder ob sie dann schon Zeit ist für Abendessen vorbereiten oder so. Mal gucken. Schauen wir mal. Gibt heute nämlich... Nudelauflauf. Ja. Ich freue mich. Oh ja. Ja. Also es geht vorwärts. Man kann es schwer sehen, vielleicht so. Ja, das ist dieses Cremeweiß, das sieht richtig gut aus. Aber ich glaube, bei manchen Teilen, gerade bei diesen Umrandungen hier, da kann es durchaus sein, dass wir vielleicht noch mal einen zweiten Anstrich brauchen. Und ja, falls ihr euch gefragt habt, wie man das am besten machen kann, dass man dann das ablegen kann, weil es ja rundherum frisch gestrichen ist, dann wäre doch das hier eine Option, oder? Einfach hier auf einem umgedrehten Bügel aufgehängt. Perfekt, oder? Also, so fasst ihr nirgends an und könnt das Ding dann, wenn es frisch lackiert fertig ist, einfach mit dem Bügel aufspießen sozusagen und weghängen. Läuft, funktioniert hervorragend. Gut, heißt aber natürlich, wir haben nur 4 Ecken, also müssen wir mal ein bisschen warten, bis es ein bisschen angetrocknet ist. Und wenn es angetrocknet ist, wird es beiseite gestellt. Dann ist der nächste Bügel wieder frei für das nächste zu lackierende Stück. Gut, also weiter geht's. Gibt eine kleine Schnelldurchlauf vom endgültigen Lackieren. So, heute muss ich euch mal auf der Handykamera mitnehmen. Nicht ganz so geile Qualität, aber die Kamera ist gerade auswärts. Ja, Sarah ist noch auf Arbeit. Ich bin hier schon ein bisschen am Werkeln nach der Arbeit. Und es geht jetzt um den zweiten finalen Anstrich. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal richtig an. Ich würde sagen, kann sich jetzt sehen lassen. Ne? Jetzt hoffen wir mal, dass nicht allzu viel Viehzeug reinfliegt. Das ist natürlich ein bisschen nervig immer, wenn da dann Fliegen unterwegs sind und Feuchtigkeit ist, da gehen die halt hin. Ne? Aber gut, so ist halt. Naja, ich mache jetzt mal weiter. Wir haben hier die ganzen Teilchen so ein bisschen an den Rand gestellt, damit wir da
das vor eventuellem hässlichen Wetter geschützt haben und das zum Glück trocken geblieben ist. Und jetzt haben wir gute knappe 18 Grad und das wird wieder perfekte Lackiertemperaturen. Ja, machen wir mal weiter. Ne? Und dann lassen wir uns überraschen, wie dann das Ganze am Ende aussehen wird. Das Problem ist nur, diese Türen hier, die werden jetzt erstmal eine lange Zeit auf Halde bleiben. Denn das ist das, was nachher am Ende, ja, ganz zum Schluss erst wieder reinkommt, wenn alles andere fertig ist. Denn am Wochenende, da werden wir uns eher damit befassen, was sonst noch so zu tun ist und was wir da an eventuellen Ausbauten haben, um dann eben auch die Wasserschäden zu beheben. Deswegen kann man da jetzt nicht so viel reinstellen und vor allem das Anbauen macht auch keinen Sinn und das Lackieren der anderen Teile macht dann auch erst Sinn. So, die beiden Kisten, die ihr da gesehen habt, war die Lieferung von heute. Darin befinden sich zwei Dometic Mini-Heki, denn die Wohnraum-Dachfenster, die werden ebenfalls ausgetauscht. Das Badfenster natürlich auch, aber da haben wir uns eine normale Dachhaube, so eine Pilzhaube besorgt, die man aufmachen kann, einfach nur so nach oben ein bisschen. Und die anderen beiden, die wollen wir halt so, dass ein bisschen Lichteinfall ist und dass man richtig lüften kann auch und vor allem auch mit Verdunklung und Fliegengitter. Ne? Gut, also es geht langsam voran. Eine Lieferung nach der nächsten trudelt ein, damit wir am Wochenende wieder versorgt sind. Der Kühler ist gestern auch schon gekommen und das Kühlmittel, sodass wir am Wochenende wahrscheinlich auch den Kühler tauschen können. Das nehme ich euch natürlich auch auf. So, meine Lieben, und zack, es ist schon wieder etwas später. Wir haben alle einzelnen Teile lackiert und das doppelt sogar, sodass das jetzt also wunderbar fertig ist. Und ich glaube, auch wenn das hier nur so ein Innenbrett ist, hat aber ungefähr denselben Dreck und dieselbe Maserung wie die alten Teile, glaube ich, ist ein deutlicher Unterschied erkennbar, oder? Wir sind super gespannt, wie das nachher im Wohnmobil aussehen wird. Ja. Auch wenn das noch dauert, bis wir das beobachten können. Aber da dürft ihr am Ende drauf gespannt sein, wenn es irgendwann mal zu einem Finish kommt. Gut, damit ist das Lackieren abgeschlossen. Also von Saubermachen über Anschleifen, über Grundieren, über erste Lackschicht, über zweite Lackschicht haben wir daran insgesamt, ich weiß nicht, 3 oder 4 Tage gesessen. Ja. Ja, aber wenn man es richtig haben möchte, richtig geil haben möchte, dann braucht man und muss man sich einfach Zeit dafür nehmen. So ist es. Weil Gut. halbe Sachen macht man nicht. Nee. Okay, also in dem Sinne, danke fürs Zugucken. Seid auch beim nächsten Video wieder dabei. Das nächste Video, da wird es sich dann schon um die Behebung des Wasserschadens gehen. Also erstmal ums Rausreißen und alten, nassen Scheiß rausmachen. Lasst euch überraschen, das wird auf jeden Fall Spannend. spannend. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.